package in support of their aircraft. Not only do they do maintenance if you need it, they'll also train you to fly them and how to operate all the various systems, as well as support you using the aircraft in the field. Ja, und hier vorgestellt wird die Befliegung einer Fläche mit einer Flächenumrundung und die Befliegung eines Polygons mit verschiedenen Höhen mit dem Octopus, der besonders leicht und deshalb sehr effektiv ist. Und in 30 Minuten, meine Damen und Herren, können 100 Hektar mit einer Pixelgröße von 2 cm dreidimensional aufgenommen und parallelisiert werden. The aircraft can be programmed for various flight modes, including a polygon search pattern. Say you're surveying a piece of land very effectively. This little aircraft can actually cover. Man muss also keine großen Fähigkeiten im Betrieb von Modellflugzeugen erlernt haben, um diesen Octopus zu steuern und zu bedienen. Well, if anyone's ever flown model aircraft, you'll know how difficult it is. But this aircraft solves that problem as well, because aside from its automatic flight modes, it also has an automatic takeoff and landing procedure. So the hard parts are all done for you by the computer. Ja, und das ist bei einem Gewicht von nur 2 Kilogramm erreicht der Octopus eine Flugzeit von bis zu 45 Minuten. Weighing in at just 2 kilograms, and the Octopus has a maximum flight time of 45 minutes. Ja, und wird eingesetzt zur Flugbodenplanung, zum Küstenschutz, zur Trassenbefliegung, Bildanalyse, zur Stickstoffaufnahmeermittlung oder, und das finde ich ganz besonders nett, zur Wildtierrettung durch das Aufspüren von Rehkitzen zum Beispiel, bevor große Flächen abgemäht, abgeerntet werden sie also von diesem Octocopter überflogen und er spürt dabei auf, wo Rehkitze oder Wild sich versteckt hält. Das kann dann gerettet werden und wird eben nicht Opfer der großen Erntemaschinen. Well, these aircraft can certainly reduce risk in many ways. Their uses are, well, as broad as your imagination. You can use them for coastal surveys, you could use them for surveying buildings, all kinds of activities. But what it means, you can also use them for flight route planning, actually showing pilots where their flight route is going to be before they actually have to fly it. Ja, also zum Abschluss noch einmal die Information. Dieser Octocopter, der Octopus mit seinen 8 Rotoren von der Firma CES aus Bentwisch bei Rostock in der Halle 3, Stand 113. And as he's going up to quite high altitude now, that was the 8-rotored octocopter, as we said. Und kurz darauf dann auch noch zur DC-6 mit ebenfalls Doppelsternmotoren und sogar 4 Stück. Den Sound müssen wir uns anhören. A wonderful sound just leaving the main runway. A pair of Wright Cyclone R2600s, both producing 1,700 horsepower, very large piston engines, but now an even more wonderful sound. Geschichte. Sie war
Das Regierungsflugzeug von Ex-Jugoslawiens Marschall Josip Broz Tito ist von Jugoslawien dann nach Sambia gegangen, war dort ebenfalls Regierungsmaschine und wurde dann in sehr schlechtem Zustand von den Flying Bulls in Afrika gefunden, nach Österreich überführt und in einen wunderbaren Zustand versetzt. In Salzburg befindet sich der berühmte Hangar 7, wo dieses und andere Flugzeuge, die B-25, eine FWU Corsair und noch viele andere, ihre Heimatbasis haben und wo sie nicht nur stehen, sondern von wo aus sie zu den verschiedensten Flugschauen in Europa aufbrechen, um dort zu zeigen, dass man ein Museum nicht unbedingt einen Eindruck haben muss, sondern dass man wirklich auch Hangar 7 down at Salzburg, well worth a visit at any time. Ja, meine Damen und Herren, es wurde ein weißes Samsung-Handy gefunden und abgegeben. Und dieses Handy ist beim Bundeswehr-Pressezentrum bei der PIZ im Bereich der Bundeswehr abzuholen. Und bevor alle, die ein neues Handy möchten, jetzt dahin laufen, das Handy wird natürlich nur abgegeben an den Eigentümer, der auch den richtigen PIN hat für dieses Handy, meine Damen und Herren. Also ein weißes Samsung-Handy abzuholen beim Pressezentrum der Bundeswehr PIZ. As you can see, it is last impressive. It's 1700 horsepower radial engines. B-25, very fast aircraft, capable of a maximum speed of 580 kilometers an hour. Cruising around about 400 kilometers an hour. North American came up with, but it wasn't really just as a bomber that it was most effective. In the Pacific, they built, instead of the glass nose that you see here for the Bombardier, they built solid noses, and they put 8 50 caliber machine guns in the nose, and 4 more on the sides of the fuselage in packages. So you had 12 forward-firing machine guns very close together, and the firepower of that was said to be able to cut a Japanese destroyer in half in a 2-second burst. B-25Js were also armed with 4 50 cal machine guns and a 75. Erreichte eine unwahrscheinliche Feuerkraft nach vorn, später in einer Version noch mehr gesteigert mit einer 75 mm Kanone. Und dort konnte man dann feststellen, wenn man diese Waffen gleichzeitig nach vorn einsetzt, taking center stage again, the DC6B. Beautiful airliner this, and inside, of course, a wonderful silhouette to see in the sky above Berlin because it was developed from the earlier military transport, the C-54, also known as the DC-4, and that aircraft, of course, one of those that took part in the Berlin airlift. Fleets of aircraft such as this arrived in the city every single day, carrying everything the city needed to keep it alive: coal, food, fuel, anything. Falls Sie mal in die Gelegenheit kommen sollten, die DC-6 zu betreten, was ja beim Besuch eines Museums durchaus mal möglich ist, dann werden Sie erstaunt sein über diese Stühle. Damit ist nicht nur das Äußere des Flugzeuges durch die Flying Bulls hervorragend restauriert, sondern auch das Innenleben des Flugzeuges wurde dem damaligen Geschmack entsprechend und dem damaligen Zustand entsprechend wiederhergestellt. Die DC-6 Eine ganz interessante Zwischeninfo, vielleicht Zusatzinfo für Sie, meine Damen und Herren. In Kürze beginnt bei der Patrouille Suisse die Autogrammstunde. Also wenn Sie sich jetzt nach rechts unten Richtung Westen orientieren, bei der Patrouille Suisse beginnt in Kürze die Autogrammstunde. Das ist eine ganz tolle Sache. Da können Sie die Piloten treffen, können mit ihnen kurz sprechen, können sich ein Autogramm abholen. Also meine Damen und Herren, jetzt in Kürze bei der Patrouille Suisse die Autogrammstunde unserer Schweizer Freunde.
Bert was just telling us that very shortly down at the right-hand end of the display line, you'll find the Patrie Swiss. The pilots will be down there. It's your chance to meet them, talk about their displays and their aircraft. And they really are a highlight to do at EWOT 2016. As is this, now, we didn't do that yesterday. Yeah, I don't think I've ever seen a DC6 do that. As I was saying, Salzburg, not only a wonderful city, wonderful place to visit because of two glass-fronted hangars known as Hangar 7, the home of the Flying Bulls. And in there you'll find not just these aircraft, but they have a whole collection of vintage aircraft out there in equally immaculate condition and well worth a visit. Die DC6 erinnert ja in ihrer Silhouette an ihre Vorgängermaschine, die C54 oder auch DC4 genannt. Diese Flugzeuge haben gemeinsam mit DC3 an der sogenannten Berlin-Airlift-Operation teilgenommen. Während der Blockade haben sie West-Berlin mit Kohle und allen lebensnotwendigen Gütern versorgt und sind auf den 3 West-Berliner Flugplätzen in Gato, Kongo, Fontigo im Strom gelandet und wieder zurückgeflogen über die 3 Luftkorridore. Und die Silhouette von so einem viermotorigen Flugzeug ist einfach bezaubernd. Of course, a Berlin airlift flown by many air forces from all over the world, not just those of America and Great Britain. The Royal Australian Air Force also took part, and if you go to Gatau today, where you'll find the superb collection of aircraft from the Luftwaffe Museum, you'll also find a DC-3 Dakota. And that Dakota is in Royal Australian Air Force markings because they delivered it here. And the man who got the job of flying it down the corridor was my father. Meine Damen und Herren, bitte überprüfen Sie Ihren Ausstellungsbereich und Ihre Exponate auf zurückgelassene Gegenstände oder sonstige Auffälligkeiten. Im Zweifelsfall informieren Sie unser Sicherheitspersonal. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, please check your exhibition area and equipment for any lost or forgotten items and any unusual changes. If you find anything unusual, please inform our security personnel. Thank you for your cooperation. Die beiden historischen Flugzeuge DC6 und B-25 kommen jetzt zur Landung, werden dann im Static Display wieder zur Besichtigung bereitstehen. Und wir sagen Danke an die Flying Bulls für den Erhalt dieser Flugzeuge, für das Vorstellen dieser Flugzeuge und für die Vorführung am heutigen Tag. Danke. Well, the DC6 just touching down to be followed shortly by the B-25. Two superb historic aircraft, lovely to see them both here in the skies over Berlin. And many thanks of course to the Flying Bulls. A remarkable organisation that keeps these beautiful old birds flying.